Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt und es geht jetzt immer schneller auf die Hochzeit zu. Wir haben noch ungefähr einen Monat, bis wir heiraten und dann kann man sich jetzt auch endlich mal den Accessoires widmen, wenn man alles andere so grob schon geplant hat. Alles zu meiner Hochzeitsplanung, wer, wie, wo, was, findest du in dem Video Hochzeitsplanung, das ich gedreht habe. Da sage ich alles, wann an was zu denken ist und wo wir gebucht haben. Auf jeden Fall ist jetzt alles getan soweit. Ich habe das Kleid, die Frisur steht und jetzt muss ich mich natürlich auch um den Schmuck kümmern. Und da habe ich jetzt bei 2 Brautshops bestellt. Schuhe hatte ich ja schon bei ASOS schon mal bestellt. Allerdings war ich da nicht so zufrieden als Brautschuhe. Da waren sehr schöne Schuhe dabei, gar keine Frage, die ich am liebsten auch die meisten behalten wollen würde. Aber als Brautschuhe war ich da nicht so zufrieden, weil ich brauche da wirklich mehr Komfort und habe jetzt doch nochmal bei diesen Shops Schuhe mitbestellt. Ich habe bei Brautboutique bestellt online und bei Brautschmuck24. Das sind 2 ähnliche Online-Shops, die auch ähnliches Sortiment haben, aber jetzt doch, wenn man sich die Produkte so anschaut und vergleicht, von der Qualität her sehr unterschiedlich sind. Wobei die Schuhe, die ich bestellt habe, sind alles dieselben Marken. Ich fange jetzt mal an mit den Diademen. Und zuerst zeige ich dir die 3 Diademe von Brautschmuck24.com. 3 Stück. Die sind auch sehr ähnlich zu denen, die ich dann bei Brautboutique bestellt habe. Deswegen kann man das gut vergleichen. Die sind auf jeden Fall alle aus Plastik, was mir schon... Also das gefällt mir nicht so gut. Dafür sind sie vom Preis her günstiger. Es ist auf jeden Fall... Nur bei dem einen jetzt hier, das ich dir gleich zeige, ist es aus Metall. Ja, hier ist der Rahmen zumindest aus Metall. Der Rest ist aber auch Plastik hier. Und die Dinger, ob die Steinchen aus Glas sind oder auch aus Plastik, das kann man jetzt nicht sagen. Wobei ich glaube eher aus Plastik. Also ich finde, es funkelt halt nicht so stark, wie es funkeln würde, wenn die aus Glas wären. So, das zweite ist mehr wirklich wie eine Krone. Sieht auch sehr hübsch aus, wie es hier oben rausgeht. Vom Nahen sieht man auch, dass es einfach nicht so arg funkelt. Es funkelt aber tatsächlich ein bisschen mehr als das erste. Es ist mir aber wahrscheinlich ein Tucken zu viel, dadurch, dass es einfach zu weit hoch geht hier in der Mitte. Also es wäre eigentlich schöner, würde es hier aufhören. Die haben hier übrigens alle so kleine Löcher hinten dran, dass man die gut an der Frisur befestigen kann. So, und das ist jetzt das dritte. Das gefällt mir jetzt so gar nicht, weil es so nach vorne geneigt ist. Vielleicht sieht man das. Und mir einfach too much ist. Ja, jetzt habe ich es schon zerstört. Bei Brautboutique habe ich auch 3 Stück bestellt. Diese 3. Das erste ist von Emmerling. Also das sind jetzt halt auch richtige Schmuckmarken sozusagen. Und der Rahmen ist aus Metall. Und das hier ist kein Plastik, sondern das sind richtige Perlchen. Kleine Steinchen und Perlchen, die da zusammen aufgesetzt werden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber es sieht halt eher aus wie ein Haarreif als wie ein Diadem. Das ist das zweite, was sehr ähnlich aussieht zu dem hier eigentlich, wenn man die mal nebeneinander hält. Es ist auch so nach vorne geneigt. Was mir nicht so gefällt, ist es aber viel, viel schwerer. Und was mir jetzt hier nicht so gefällt, ist, dass es so stramm sitzt. Das ist von Westerleigh. Und das dritte, das mir, glaube ich, wirklich am allerbesten gefällt, das ist Metallreifen. Das sind echte Perlchen und echte Steinchen. Glitzert ziemlich, ziemlich arg. Von Lilly. Lilly ist ein Brautausstatter sozusagen. Wir kaufen Brautkleider. Ich stecke es jetzt nicht mehr in meine Haare rein. Ich hebe es jetzt einfach nur mal so hin, sonst mache ich meine Haare noch mehr kaputt. Also das gefällt mir wirklich richtig gut, weil es sich schön anschmiegt, auch nicht so nach vorne kippt irgendwie optisch, sondern eher nach hinten kippt. Es glitzert wahnsinnig und hat diese schöne, leicht dreieckige Form. Und ich glaube, das wird es. Welches von den 3 gefällt euch denn jetzt am besten? Preislich sind die alle mega krass unterschiedlich.
Also meine zwei Favoriten sind tatsächlich die zwei. Das kleinere, das hier, ist von Brautschmuck 24 und das ist von Lilly. Und man sieht ja die Qualitätsunterschiede jetzt hier sehr deutlich. Das macht sich natürlich auch am Preis bemerkbar, das ist ganz klar. Ich finde natürlich, man muss hier absolut nicht das teuerste nehmen, aber es muss sich doch schon ein bisschen auch nach was anfühlen und auch nach was aussehen, weil wenn es aussieht, wie wenn du es im Faschingshandel gekauft hast, dann ist das nicht so schön. Dann habe ich natürlich auch Schleier gekauft, auch bei beiden Shops. Ich zeige wieder zuerst vom Brautschmuck 24. Die kommen sehr, sehr gut verpackt, auch mit einer Klammer, dass sie nicht so verknüllen und rutschen. Das ist ein Schleier von Bianco Evento mit Strasssteinchen, nee, mit Perlen ist der. Sieht man vielleicht. Jetzt sieht man es auf jeden Fall. Der ist so ganz vereinzelt mit Perlen versetzt. Das gefällt mir aber allerdings nicht. Das sieht irgendwie so willkürlich aus und so. Wir haben es mal versucht, aber er fühlt sich sehr, sehr gut an. Total weicher Softtüll und mit Kurbelkante. Ich werde ihn auf jeden Fall da unten tragen und mir ist wichtig, dass er eigentlich noch ein Stückchen länger ist. Also der ist mir jetzt zu kurz, weil ich ein Kleid habe mit freiem Rücken bis da ungefähr und da muss das auf jeden Fall verdeckt sein. Der hat nur manchmal so leise, weil der Floh nebenan ist. Er soll das nicht alles schon hören. Ja, doppellagig ist mir wichtig, dass man das einfach einmal nach vorne nehmen kann und hinten noch Schleier übrig hat. Das sieht so toll aus, einfach für den Moment, wenn man rauskommt, rausgeführt wird. Das ist super toll. Auf jeden Fall, der ist mir eben ein Stückchen zu kurz und die Perlchen gefallen mir nicht so gut. Aber wem das gefällt, da kann ich echt sagen, der fühlt sich super an. Die Qualität ist krass gut. Der zweite, den ich dort bestellt habe, ist mit Satarkante und ist leider noch ein Stückchen kürzer. Das war mir beim Bestellen nicht so bewusst, wie kurz es dann tatsächlich ist. Er fühlt sich auch total schön soft an und ist auch von Bianco Evento. Also tolle Qualität auf jeden Fall. Die haben auch verschiedene Längen, das ist gar kein Problem. Und da siehst du halt jetzt, das ist eine Satarkante, die ist ein bisschen breiter und mehr weißer. Das war es jetzt hier mit den Schleiern. Dann habe ich bei Braut Boutique natürlich auch zugeschlagen. Da habe ich, das ist dieselbe Marke, Bianco Evento, doppellagig, aber mit ganz zarter Kurbelkante jetzt nur hier. Und der ist länger. Siehst du, ist der reicht jetzt bis hier. Das sind 80 cm und der andere war 70. Da funktioniert es auch super, dass man den nach vorne nimmt. So, jetzt. Dass es hier vorne eine gute Länge hat und hinten dann immer noch super schön lang ausfällt. Das finde ich toll. Das ist die Farbe Ivory, passend zum Kleid. Und gibt es aber auch in Weiß und in verschiedenen Längen auch natürlich. Also das kann man sich aussuchen. Ich habe jetzt den genommen, der eben hinten so schön lang runterfällt. Ganz, ganz weicher Softtüll auch. Und dann habe ich noch einen ganz anderen jetzt mitbestellt hier. Der ist mit Spitzenbordüre. Das fand ich auch interessant, das mal zu vergleichen. Wobei ich für mich jetzt schon beschlossen habe, dass es das auf jeden Fall nicht wird. Das ist mir zu viel. Aber ich finde es trotzdem wirklich sehr schön. Das hat schon auch was, wenn hier unten eben Spitzen sind. Und hinten auch sehr lang. Der ist, glaube ich, ja, das ist auch 80. Müsste auch 80 sein.
Und das war meine Schleierauswahl. 4 verschiedene, einer wirklich ein heißer Favorit. Dann habe ich noch Schmuck mitbestellt, also ein Schmuckset. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sets. Ich habe eins genommen von Westerley. Quasi Ohrringe und eine Kette in Silber mit Glitzer-Strasssteinchen. Wobei, die sind richtig dick und das ist mir auch zu viel. Das hat man nicht gesehen, dass es wirklich so monströse Dinger sind. Siehst du es, wie dick die rausgehen seitlich? Ich finde sie sonst so ganz schön. Ich kann die auch mal anlegen oder anhalten. Sieht schon auch wirklich ganz, ganz schön aus. Ist halt ein schönes Set, passt gut zusammen. Aber mir ist es jetzt an den Ohren zu viel. Ich würde mich jetzt an der Stelle tatsächlich nur für Stecker entscheiden. Dann gibt es auch Hochzeitsdessous. Ich finde, die Auswahl ist aber echt spärlich. Ich habe hier Dessous mitbestellt. Die werde ich euch jetzt nicht zeigen. Stimmt gar nicht. Ich habe auch noch Braut-Handtaschen bestellt. Die Handtasche Belle. Die ist aus Satinstoff in der Farbe Ivory. Die ist zum Umhängen auch. Hier ist ein silberner Träger dabei und sie hat eine kleine Innentasche. Ich finde jetzt hier das Trägerband ehrlich gesagt nicht ganz so gelungen. Ist irgendwie total... Also es könnte zarter sein, es sieht irgendwie so mächtig aus. Ich fand den Namen Belle so schön. So von der Form her finde ich sie auch eigentlich ganz perfekt. Dann kann man sie schön hier seitlich tragen und schmiegt sich schön an. Oder halt mit dem Umhängeband, das mir jetzt leider aber nicht gefällt. Satinstoff ist immer sehr, sehr gut. Das ist übrigens auch von Rainbow Club, von der Marke, von der ich auch alle Schuhe bestellt habe, weil Rainbow Club eben durch diesen Satinstoff alles einfärben kann nachträglich und es sieht dann richtig gut aus. Dann kannst du dir eine Farbe aussuchen, schwarz, rosa, pink, gelb, grün, blau, ganz egal, wie du deine Schuhe oder deine Handtasche haben möchtest und dann können die das machen und es sieht halt sehr ebenmäßig aus. Mit anderen Stoffen funktioniert das nicht so gut. Also da sollte man, entweder nimmt man gleich von Rainbow Club, weil sie diesen Färbeservice auch haben, beziehungsweise die Online-Shops das halt anbieten. Ich finde es ganz sinnvoll, weil wenn man so viel Geld schon ausgibt für Schuhe oder so Klatsches, dann will man ja auch länger was davon haben. Wie oft wird man noch eine Ivory-Klatsch tragen? Wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich wird es nie passend sein. Also lieber macht man die nachträglich dann einfach schwarz und hat dann noch länger was davon. Da habe ich mir auch von Brautschmuck24 eine mitbestellt. Da gab es die Belle nämlich nicht. Die wollte ich aber unbedingt auch sehen. Hier habe ich Selina. Die Selina-Handtasche, die ist ein bisschen schmaler insgesamt. Siehst du es? Sie ist auch in Ivory. Von vorne gefällt sie mir auch wirklich gut, also da nehmen sie sich eigentlich nichts. Sie ist halt auch einfach nur ein bisschen dezenter und das Bundle ist genauso, also gefällt mir auch nicht. Das ist einfach zu monströs. Also die Glieder meine ich, falls ihr das sehen konntet, die Glieder sind einfach nicht schön. Ich stelle mir da ein bisschen was Filigraneres vor. Und dann komme ich jetzt zu den Schuhen. Also Schuhe habe ich auch bei beiden Shops von Rainbow Club. Es ist jetzt allerdings so gewesen, dass es nicht immer alle Modelle wirklich bei allen Shops gibt. Deswegen habe ich da ein bisschen gestöbert und da ein bisschen gestöbert und hier ein Modell und da Modelle bestellt. Da muss man halt wirklich sich durch die Online-Shops wühlen, was die wirklich im Angebot haben und dann auch in deiner Größe. Ansonsten finde ich diese Marke wirklich total super. Der Preis ist bei allen Online-Shops, wo ich Rainbow Club gesehen habe, auch derselbe. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man dann auf einmal irgendwo mehr bezahlt. Das sind die ersten, die ich zur Auswahl hatte von Brautboutique. Also da haben die Taschen und die Schuhe alle immer so Frauennamen. Das sind die Annika-Schuhe, die ich deshalb bestellt hatte, weil ich mir zuerst dachte, ja, vielleicht doch ein bisschen flacher, weil es bequemer ist, aber ganz ehrlich, nein, ich kaufe mir solche Schuhe sonst ja auch nie. Und das sind Schuhe, die gefallen, also nein, die gefallen mir einfach nicht, selbst wenn man sie jetzt im Kleid wirklich nicht die ganze Zeit sieht oder äußerst selten rausblitzen sieht.
tue ich sowas mir nicht an, weil so einen Schuh werde ich auch, selbst wenn er dann schwarz eingefärbt ist, nie wieder tragen. Mir war bei den Schuhen, bei allen diesen Schuhen jetzt wichtig, dass sie ein Riemchen haben. Einfach deshalb, weil es mehr Stabilität gibt. Und wenn du den ganzen Tag in den Schuhen bist und dann auch tanzt und so weiter, dann fluppst du auch einfach nicht raus, als wenn du einfach nur Pumps hast, ohne Riemchen und ohne Halt. War mir das schon sehr wichtig und das würde ich euch auch empfehlen. Dann habe ich als zweites diese Schuhe. Das sind die Olayla in Größe 39. Also da habe ich jetzt die Größe tatsächlich auch bestellt und die passt mir auch, die ich sonst auch immer trage. Die gefallen mir richtig gut. Also die werde ich zu 99% auch behalten und dann an der Hochzeit tragen. Perfekte Höhe, so dass es noch bequem ist, aber auch so, dass es wirklich gut aussieht. Und hier finde ich es wirklich so cool, dass sie hier diese Riemchen übereinander haben. Das macht wirklich was her, das sieht mal nach was anderem aus und es gibt einfach noch mehr Halt. Was bei den Rainbow-Schuhen bei allen der Fall ist, sie sind super gut gepolstert. Was bei denen im Speziellen noch der Fall ist, dass sie vorne ein bisschen Plateau haben, ein bisschen dickere Sohle, dass es eben auch vorne bequemer wird. Sie sind nicht ganz so spitz. Ein bisschen spitzer hätte ich schöner gefunden, aber dafür sind sie wirklich auch bequemer. Und von hinten machen sie einen sehr schönen schlanken Fuß und der Absatz ist eben nicht so dünn. Bei Brautschmuck 24 habe ich noch Schuhe, andere Modelle von Rainbow Club und die hier finde ich auch so geil. Das sind die Dana, die sind spitzer vorne, dadurch aber auch ein bisschen unbequemer und sie haben dieses eine schöne schlanke Riemchen oben und sind halt hier noch ein bisschen mehr ausgeschnitten, was dann einfach einen schlankeren Fuß und edleren Fuß macht. Dafür sind sie von hinten ein bisschen klobiger und sie sind 1,5 cm noch höher. Vorne sind sie eben nicht ganz so, haben sie nicht ganz so eine dicke Sohle, ansonsten ist der Absatz relativ gleich. Von der Bequemlichkeit her, ich hatte sie jetzt beide an, sind die anderen einfach bequemer. Deswegen werde ich einfach da wahrscheinlich zur Bequemlichkeit tendieren, wobei das wird jetzt noch ein harter innerlicher Kampf, weil ich die auch so schön finde. Welche würdet ihr denn jetzt wählen? Olayla oder Dana? Ich finde das echt schwierig. Super bequem und auch schön gegen etwas schöner und nicht so bequem. Und dann habe ich da auch noch ein zweites Paar Schuhe und zwar diese hier, die jetzt auch wieder sehr ähnlich sind, aber doch ein bisschen anders. Und zwar sind es die Johnny. Die sind ein Tucken niedriger noch. Sind jetzt vorne auch wieder etwas spitzer, aber ich finde sie klobiger. Dadurch, dass sie auch flacher sind, sieht es halt auch klobiger aus. Und sie haben wieder hier oben das einzelne Riemchen. Von hinten wieder schön schmal. Aber da also die stinken einfach jetzt ab gegen die Olayla und die Dana. Deswegen ist es mir nicht schwer gefallen, die direkt auszusortieren. Davon abgesehen ist der Absatz schon wieder mehr Pfennig, was unbequemer werden würde. Übrigens bei den allen Rainbow Club Schuhen, das ist so schön, die haben unten immer so ein blaues Steinchen drin. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen von meiner Braut-Accessoire-Haul, also eine Doppel-Haul sozusagen. Mich würde wirklich interessieren, welche Schuhe ihr jetzt am allerschönsten fandet und welchen Kopfschmuck ihr am allerschönsten fandet von denen, die ich euch gezeigt habe. Und alle Links, wie gesagt, zu den Produkten kriegt ihr unten in der Infobox, wenn ihr da was nachschauen wollt. Und vergesst nicht, jetzt noch in mein Hochzeitsplanungsvideo reinzuschauen, in die Aces Haul reinzuschauen und mich gleich zu abonnieren, weil dann verpasst ihr kein weiteres Video und es werden noch ein paar zur Hochzeitsplanung online kommen. Und im Oktober wird dann ein Zusammenschnitt unserer Hochzeit auch online kommen. Da seht ihr dann, für welche Accessoires ich mich tatsächlich entschieden habe, welche es geworden sind, welche Schuhe, welcher Kopfschmuck und überhaupt, was ich noch als Schmuck wähle und alles und auch Einblicke in unsere Hochzeit. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Hier verlinke ich dir jetzt noch Videos, die dich auch interessieren könnten und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss!